Einen Schritt voraus, Thomas navigiert durch unerwartete Wendungen. Thomas hatte sich bereits darauf eingestellt, dass der Tag wie jeder andere sein würde, als er das Krankenhaus betrat. Er begrüßte seine Kollegen, schaute auf den Belegungsplan und machte sich bereit für seine Schicht. Aber wie jeder erfahrene Krankenpfleger weiß, gibt es keinen normalen Tag im Krankenhaus. Kaum hatte er seine Jacke ausgezogen, klingelte sein Funkgerät. »Thomas, wir brauchen dich im Op dringend.« Die Stimme seiner Vorgesetzten, Claudia, klang angespannt. Innerhalb von Minuten war Thomas im Operationssaal, wo Dr. Weber auf ihn wartete. Ein Notfall. Schusswunde. Die Operation ist komplizierter als erwartet. Wir brauchen deine Unterstützung, erklärte der Chirurg kurz. Thomas zog seine sterilen Handschuhe an und reichte Dr. Weber die benötigten Instrumente. Die Operation war intensiv und jeder im Raum spürte die Spannung. Nach einer Stunde des konzentrierten Arbeitens gelang es dem Team schließlich, die Blutung zu stoppen. Thomas atmete tief durch, das Leben des Patienten war gerettet. »Danke, Thomas. Du warst mal wieder unschätzbar«, sagte Dr. Weber, während er seine Handschuhe auszog. »Gern geschehen, Doktor.« »Dafür sind wir ja da«, antwortete Thomas und machte sich auf den Weg zur Intensivstation. Dort wartete bereits der nächste Patient auf ihn, ein junger Mann mit einer schweren Lungenentzündung. Während Thomas die Vitalparameter überprüfte und Medikamente verabreichte, dachte er daran, wie schnell sich die Dinge ändern können. Vor einer Stunde hatte er noch Kaffee getrunken und sich auf einen ruhigen Tag eingestellt, und jetzt hatte er bereits eine lebensrettende Operation hinter sich. Kaum hatte er diese Gedanken abgeschüttelt, als er aufgerufen wurde, einem Kollegen in der Notaufnahme zu assistieren. Dort hatte ein Fahrradunfall für Aufregung gesorgt. 2 Kinder waren involviert und ihre besorgten Eltern warteten bereits. Thomas half bei der Versorgung der kleinen Wunden und Prellungen und beruhigte die Eltern. Sie werden wieder ganz die Alten sein, keine Sorge, versicherte er ihnen. Nachdem der Trubel der ersten Stunden seiner Schicht vorüber war, nahm Thomas sich einen Moment Zeit, um durchzuatmen. Er hatte gelernt, die ruhigen Momente zu schätzen, denn er wusste nie, was als nächstes kommen würde. Und tatsächlich, gerade als er sich einen Kaffee einschenkte, hörte er seinen Namen erneut über das Funkgerät. »Thomas, bitte kommen. Ein neuer Fall, der etwas komplizierter ist. Wir könnten deine Erfahrung gebrauchen.« Mit einem Seufzer stellte Thomas seine Kaffeetasse ab. Es war offensichtlich, dass dieser Tag noch einige Überraschungen für ihn bereithalten würde. Aber egal, was kommen würde, Thomas wusste, dass er dafür gerüstet war. Er nahm sein Funkgerät und machte sich auf den Weg zu seinem nächsten Einsatz. Thomas betrat den Raum, in dem ein älterer Mann mit Brustschmerzen saß. Neben ihm saß seine besorgte Frau. »Bitte setzen Sie sich, Herr Müller.« »Ich werde jetzt ein EKG machen«, erklärte Thomas, während er die Elektroden an den richtigen Stellen platzierte. »Was denken Sie, wird es meinem Mann gut gehen?«, fragte die besorgte Frau. »Wir tun unser Bestes, um das herauszufinden, Frau Müller.« »Keine Sorge«, antwortete Thomas. Das EKG zeigte Anzeichen einer koronaren Herzkrankheit und Thomas informierte sofort den Kardiologen. Nach einigen weiteren Untersuchungen wurde Herr Müller auf die Intensivstation verlegt. »Du hast gut reagiert, Thomas.« »Danke«, lobte Dr. Fischer, der Kardiologe. »Ehrensache, Doktor«, sagte Thomas und blickte auf die Uhr. Es war bereits Nachmittag und seine Schicht war fast vorüber. Er ging in den Aufenthaltsraum, um eine kurze Pause zu machen. Dort traf er auf Lena, eine neue Kollegin, die erst seit einigen Tagen im Krankenhaus arbeitete. »Wie war dein Tag?«, fragte sie. Unerwartet hektisch, lachte Thomas. »Aber so ist das hier oft. Wie kommst du zurecht?« »Es ist viel zu lernen, aber ich finde es spannend.« »Dein Ruf eilt dir übrigens voraus, ich habe gehört, du bist ein echter Lebensretter.« Thomas schmunzelte. »Na ja, wir sind alle Lebensretter hier, nicht wahr? Manchmal sind es die kleinen Dinge, die zählen.« Kaum hatte er den Satz beendet, als sein Funkgerät wieder klingelte. »Thomas, Notfall in Zimmer 304 sofort.« Ohne weitere Worte eilten beide Pfleger zum genannten Zimmer. Ein Patient mit Atemproblemen brauchte dringende Hilfe. Lena und Thomas arbeiteten Hand in Hand, um die Sauerstoffversorgung sicherzustellen und die Medikamente zu verabreichen.
Wow, das war knapp, stellte Lena fest, als der Patient schließlich stabilisiert war. Ja, aber wir haben es geschafft. Gute Arbeit, Lena, lobte Thomas. Nachdem alle Aufgaben erledigt waren, blickte Thomas auf die Uhr. Seine Schicht war vorbei, aber der Tag hatte ihm wieder einmal gezeigt, wie unvorhersehbar und herausfordernd seine Arbeit sein konnte. Doch genau das war es, was ihn jeden Tag aufs Neue motivierte. Feierabend? Fragte Lena. Feierabend, bestätigte Thomas und verließ das Krankenhaus. Er wusste, dass der nächste Tag genauso unvorhersehbar sein würde. Aber für den Moment schätzte er die Ruhe und die Gelegenheit, durchzuatmen. Morgen war ein neuer Tag und er war bereit dafür, egal was kommen würde.